Ich zeige dir in diesem Video, wie du mit einer KI-Lead-Pipeline deinen Sales den Turbo-Boost verpasst. Mein Name ist Patrick Beck, ich bin Gründer der Rescale Consulting GmbH und habe bereits seit 2005 über 300 Unternehmen zum Thema IT, künstliche Intelligenz, Software und Automatisierung beraten. Zudem bin ich zertifizierter Scrum, Safe, AML Officer und Certified Ethical Hacker. Lass uns kurz mal durchgehen, warum dieses Video für dich relevant ist. Ich bekomme häufiger die Fragen gestellt in letzter Zeit zu dem Thema: Patrick, wie kann ich mit KI mehr Kunden gewinnen oder besser Kunden gewinnen? Oder ich habe täglich 10 neue Leads, aber 70 davon sind einfach unqualifiziert. Und damit natürlich auch viele Erwähnungen hinsichtlich, ja, der Lead hat nicht mal seine E-Mail-Adresse richtig eingegeben, oder mein Setter und Closer, die machen 1000 andere Sachen, anstatt zu telefonieren. Oder ja, den hatten wir schon im CRM und jetzt ist er wieder doppelt drin. Das ist natürlich super ärgerlich, kostet dich oder deinen Vertrieb entsprechend Zeit und senkt natürlich eure, sag ich mal, Power, die ihr habt für den Sales. Das Problem ist, jede Minute, die ihr verliert, kostet euch einen Abschluss. Die manuelle Lead-Prüfung, die frisst Zeit, und statt sofort zurückzurufen, musst du erst den Lead recherchieren, musst gegebenenfalls E-Mail-Adressen prüfen und so weiter. Und du hast natürlich auch keinen Kontext beim Erstgespräch. Bedeutet, ohne Details über dein Lead zu wissen, wird dein Pitch und deine Fragen eher generisch und damit sinkt die Conversion Rate. Und natürlich habt ihr auch Duplikate und falsche Zuordnung im CRM, dadurch, dass Leads entweder mehrfach angelegt werden oder falsch zugewiesen werden. Und natürlich entstehen dadurch auch Datensilos, also Informationen liegen einfach verstreut, entweder im Formular, im CRM, in anderen Systemen, in internen Chats, wo diese Sachen mal besprochen wurden oder besprochen werden. Und Sales hat dann praktisch nie so dieses komplette Bild, das es sich eigentlich wünschen würde. Und dafür gibt es entsprechend die Lösung. Die Lösung sind KI-Agenten und Automatisierung, die schnell, skalierbar und pflegeleicht deinen Sales mit ankurbeln. Ich zeige dir das gleich mal in einer Automatisierung, die Leads, die sich auf der Webseite eintragen, automatisch weiterverarbeitet, vorbereitet und ins SAM einpflegt und welche Themen und welche Informationen dabei alle beschaffen werden. Hier siehst du erstmal einen kurzen Auszug aus unserem HubSpot, ein Demokonto, in denen aktuell 2 Nutzer drin sind und hier gleich weitere reinkommen werden durch unsere Lead Pipeline. Wir haben hier unsere Webseite, in der du dich unten eintragen kannst und dein Lead eingeben kannst. Und genau das werde ich jetzt machen im Beispiel von dem Hebeltheater in Berlin. Einfach als Beispiel, weil, sage ich mal, das jetzt ein neutrales Beispiel ist und einige Informationen darüber verfügbar sind. Und hier tragen wir beispielsweise, oder der Kunde dann entsprechend seine Daten ein, klickt auf Senden und Rückruf halten und die Daten werden dann an unsere Automatisierung gesendet. Hier haben wir unsere AI Lead Pipeline, die mit HubSpot, mit Closed CM oder mit vielen anderen CM-Systemen auch funktioniert und angestoßen wird. Ich habe jetzt hier einen manuellen Anstoß mal konfiguriert, indem wir einfach sagen, wir starten jetzt die Pipeline und ich werde dabei die Schritte ein bisschen mit erläutern. Beispielsweise startet der Prozess. Und hier landen wir am ersten Move. Die E-Mail-Adresse wird validiert und geprüft, ob sie existiert und in Ordnung ist. Dann wird auch die Telefonnummer validiert und auch wird nach Spam geprüft, ob diese Anfrage, E-Mail-Adressen und so weiter bekannt sind. Als nächstes wird dieser Kontakt in HubSpot gesucht und geschaut, haben wir den bereits irgendwo, und wenn das natürlich nicht so ist, dann wird er hier entsprechend angelegt. Und hier können wir dann schon einmal reinschauen, und wenn wir die Seite aktualisieren, finden wir jetzt die Annemarie Vanakere und können auch in diesen Lead reinschauen. Dort haben wir hier E-Mail-Adresse, dann auch Telefonnummer, Website, und der Lead ist hier relativ frisch. Ihr seht hier keine Notizen. Dann geht es weiter und wir haben hier die Beschaffung von Daten aus dem Handelsregister. Zwar ist das sehr interessant, dass wir hier verschiedene Informationen einsehen können. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und das aktualisiere, sehen wir hier Angaben aus dem Handelsregister, auf die ich gleich im Detail eingehen werde. Wir haben hier nämlich als nächsten Step Sherlock. Sherlock macht für uns die tiefe Suche
auf bestimmte Informationen, um mehr über die Firma und auch den Lead zu finden, wie diese für uns, für unsere Firma und unser Vorhaben relevant sein könnte. Auch diese Daten werden eingetragen, werde ich gleich zeigen, und am Ende wird hier eine E-Mail an uns versendet mit den entsprechenden Informationen. Das ist jetzt auch schon geschehen. Ich habe zwischendrin mal hier diese Waiting Points gemacht, die sind einfach zur Verzögerung, damit das System nicht super schnell dadurch rast. Hier schauen wir mal kurz rein. Wir haben jetzt hier, wie gerade gesagt, die Angaben aus dem Handelsregister. Das hat es beschaffen, zusammen synthetisiert aus den verschiedenen Dokumenten, die es dort gibt. Und wir sehen hier, das Hebbel Theater ist seit 2004 aktiv und noch eben active. Das heißt, es ist noch eine Firma, die läuft und eingetragen ist. Dann haben wir auch den Zweck, der im Handelsregister drin steht, wie Kunst, Kultur und so weiter. Und auch die Webseite hinterlegt. Und wir haben auch, was weist der letzte Jahresabschluss aus? Hier sind es 3,7 Millionen. Und wir haben hier einen Jahresüberschuss von 1.218 Euro und 92 Mitarbeitenden. Und auch mit Angabe der Bilanzsumme und so weiter. Umsatzzahlen sind nicht veröffentlicht. Das ist erstmal ganz cool. Und was wir ja gerade gesehen hatten, wir hatten ja noch diese Sherlock-Suche aktiv. Und ja, die ist jetzt auch gerade aktualisiert worden, wie man hier sieht, kam gerade reingeflogen. Und da sehen wir zum Beispiel hier die Ergebnisse der tiefen Suche. Die falte ich mal aus und dann können wir schauen, Annemie Fanakere, belgische Kulturmanagerin, und die vielen Informationen, die wir darüber finden, wie die Karriere im Prinzip war. Das sind alles öffentliche Informationen, die alle im Internet vorliegen, keine geheimen Informationen, die wir beschaffen und uns unser CM sneaken, sondern die Informationen, die das gesamte Internet bereithält, für die wir sonst tagelang suchen müssten, um das so zusammenzutragen, haben wir hier entsprechend in praktisch wenigen Minuten recherchiert und in unser CRM eingetragen. Hier sehen wir auch Informationen über das Hebbel Theater Berlin, welche ja praktisch Meilensteine sie erreicht haben, wer die Leitung und Finanzierung davon macht, wie die Budgets sind. Hier sieht man zum Beispiel, im Jahr 2009 betrug das Jahresbudget 15,9 Millionen, wovon 9 Millionen durch das Land Berlin getragen wurden. Und damit können wir natürlich auch in unsere Vorverarbeitung mögliche Anknüpfungspunkte integrieren, digitale Bühnen, internationale Vernetzung, Projektmanagement oder Publikumserweiterung oder auch weitere Partnerschaften, ja, mit entsprechendem Verweis. Das ist erstmal super für uns, um uns ein grobes Bild zu verschaffen. Das kann man in deiner Automatisierung natürlich auch noch, sag ich mal, tiefer definieren, welche Vektoren in der Perspektive für dich und dein Unternehmen relevant sind. Und dann haben wir hier natürlich den klassischen Eintrag über, der Kontakt hat sich auf der Webseite mit einer Anfrage eingetragen zum 1.8., beispielsweise hier mit Uhrzeit und den entsprechenden Kontaktdaten. Jetzt kann man natürlich noch einen Mitarbeiter zuweisen oder selber zuweisen und ja, praktisch direkt nach einer kurzen Sichtung direkt mit dem Kontakt ja, ins Gespräch gehen. Bist du auch neugierig geworden, wie du KI-Agenten bei dir einsetzen kannst, beispielsweise durch solche Lead-Pipelines, und möchtest wissen, wie das in deinem Unternehmen aussehen könnte, um die Recherchearbeit zu sparen, um dir lästige Arbeiten vom Hals zu halten oder deine Sales-Mitarbeiter zu entlasten? Dann melde dich gerne bei mir, entweder unter rescale.ch/kontakt oder unserem Kontaktformular am Ende der Seite, oder erreiche mich auf LinkedIn, Facebook, Instagram unter den genannten Links auf der Seite oder in der Beschreibung. Ich freue mich, von dir zu hören und mit dir an deinen KI-Agenten zu arbeiten, und freue mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis bald, dein Patrick.